Wir sind hier auf der Analytica 2026 in München. Bei mir ist Herr Blum, Laborleiter von der Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft. Herr Blum, schön, dass Sie da sind. Gerne. Welche Analytik betreiben Sie? Wir machen Umweltanalytik. Wir haben bei uns Proben zu verarbeiten aus dem Wald. Das sind eben im Wesentlichen alles, was dort vorkommt. Das sind Pflanzenproben, Nadelblattproben zum Beispiel. Wir analysieren die Grundlage des Waldes, den Boden. Wir haben aber auch Wasserproben. Wir machen den Emissionsschutz bei uns, also Depositionswässer, Regenwässer, Oberflächenwässer, Sickerwässer. Und da spielt Metrom natürlich auch für uns eine Rolle. Okay. Welche Geräte von Metrom betreiben Sie bei sich im Labor? Mit Metrom haben wir 3 Geräte bei uns im Einsatz, 2 Titratoren und einen Ionenchromatographen. Wobei wir bei den Titratoren 3 Parameter oder 4 Parameter eigentlich messen. Das eine ist Chlorid, das ist bei uns im Frühling immer die Problematik mit dem Streusalz, dass eben das Streusalz sehr schädlich ist im Straßenbereich. Okay. Und wir dort eben entsprechend nachweisen müssen, dass wir dort Streusalzeinträge haben. Okay. Das machen wir ganz normal mit einer argentometrischen, potentiometrischen Titration. Dann messen wir mit einem weiteren Titrator die Alkalinität, also die Säurepufferkapazität von Wässern. Und damit kombiniert auch gleichzeitig die Leitfähigkeit und den pH-Wert. Okay. Und die dritte Technik oder zweite Technik und den 4. Parameter, den wir haben, ist Ionenchromatografie. Da machen wir ganz normal eine klassische Anion-Kation-Chromatographie, also Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Ammonium. Und dann auf der Anion-Seite Chlorid, Sulfat, Nitrat und Phosphat. Wo sehen Sie momentan die Herausforderungen im analytischen Labor? Also ich sehe bei uns die Herausforderung im analytischen Labor einmal auf der Seite des Kostendrucks und auf der anderen Seite auch im Bereich der Personalverfügbarkeit. Jetzt die letzten Jahre war es unheimlich schwierig für uns, auch qualifiziertes Personal entsprechend zu gewinnen. Das ist jetzt jüngst wieder ein bisschen besser geworden. Aber es wird eben immer schwieriger. Die Anforderungen steigen und die Möglichkeiten der personalen Kapazitäten werden immer weniger. Auch bei uns im öffentlichen Bereich. Verstehe. Und was verbinden Sie mit der Marke Metrom allgemein? Mit Metrom habe ich eine sehr lange Geschichte. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe studiert an der Technischen Universität in Clausthal. Und mein damaliger Doktorvater, der Professor Schwedt, der hatte eine sehr gute Beziehung zu Metrom. Das war damals über das Technische Büro in Braunschweig. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Ich bin da seit mittlerweile 35 Jahren nicht mehr im Norden. Und da haben wir damals ein Projekt auch gehabt, da ging es um so Mobilisieren von Schwermetallen aus bestimmten, ja, ich sag mal, Altmaterialien oder Altlasten aus Hüttenschlacken waren das damals. Und da hatten wir dann so ein Titrationssystem oder ein pH-Stadtsystem und das war auch von Metrom. Und das war sozusagen für mich der erste Einstieg zu Metrom. Und Betreuung durch die Außendienstmitarbeiter, Service? Kann ich mich von der Seite aus nicht beklagen. Wir haben ein ganzes Team im Prinzip. Für die Titration sind bei uns im Wesentlichen 2 Techniker, für die Ionenchromatografie 1 Techniker, der als persönlicher Ansprechpartner ist. Und im Außendienst sind es 2 Außendienstmitarbeiter, die jetzt als Produktmanager oder bei euch als, wie soll man sagen, als Ansprechpartner sozusagen sind. Ja. Da fühlen wir uns eigentlich ganz wohl, muss man sagen. Würden Sie Metrom weiterempfehlen? Ja, kann ich schon machen. Kann auch noch erzählen, wir haben dieses Jahr noch eine Besichtigung mit unserem Laborteam in Herisau. Wir haben am 18. Juni werden wir dort die neue Produktion besichtigen, sodass wir im Prinzip auch mal feststellen können, wie er eigentlich unsere Sachen produziert, die wir als Kunden letzten Endes nutzen dürfen. Schön. Ich danke, dass Sie uns dieses Interview gegeben haben. Gerne.